Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Herzlich willkommen bei unserer Serie Motorradtechnik im Detail. Heute werden uns die Spezialisten von KTM und Vitesco Antwort auf spannende Fragen zum Thema Motorsteuerung geben. Und ein würdiger Platz, um diese Informationen aufzusaugen wie ein Schwamm, ist natürlich die KTM Motorhall in Oberösterreich. Jetzt konkret, wo es in dem Kasten vor sich geht, habe ich mir nie irgendwelche Gedanken gemacht, was so eine Motorsteuerung leisten muss. Das kann ich mir allerdings schon vorstellen, weil ich ja auch so Motorradl kenne von ganz früher, wo du noch gefahren bist und die Zündung während der Fahrt mit der Hand verstellen hast müssen. Dass immer den Zündzeitpunkt dort verschiebst. Wo ich mich natürlich auch noch wahnsinnig gut erinnern kann, waren diese Jokes, dass du das immer mit Joke starten hast müssen und dann den Joke langsam zurücknehmen. Und das macht jetzt alles, diese Motorsteuerung. Und was ich dann auch noch mitgekriegt habe, ist natürlich, dass es dort für verschiedene Bereiche, verschiedene Mappings gibt. Das haben sie früher auch schon gehabt. Und das vereint halt diese Motorsteuerung. Und ich glaube, dass es eine unfassbar komplizierte Sache ist, das abzustimmen, weil du da die Temperatur, wenn der Motor warm ist und wenn er kalt ist, ist das komplett unterschiedlich. Oder was früher auch noch war, wenn du in die Berg gefahren bist mit einem Vergaser, dann war das so, dass unten ist der Motor super gegangen und wenn oben die Luft dünn war, hat das nicht mehr funktioniert. Und das ist jetzt, macht alles dieses Motormanagement, also das ist, glaube ich, schon wahnsinnig wichtig. Aber was im Detail in dem schwarzen Kastel drinnen ist, weiß ich nicht. Also ein Motorsteuergerät ist tatsächlich darüber definiert, dass das vielleicht nicht eine schwarze Box ist, sondern mehr so eine metallfarbene Box. Aber was definiert das? Ich vergleiche das immer mit einem Computer. Okay? Wir wundern uns, warum gehen alle Kabel da rein, aber im Endeffekt, das, was wir haben heute, ist das Gehirn des Motorrades ist. Und da ist halt wie in unserem Computer, den wir zu Hause haben, da ist ein Mikroprozessor drin, der die gesamte Arbeitsleistung macht. Dann ist ein Arbeitsspeicher da drin, damit ich diese ganzen Sachen irgendwo auch abfahren kann, die der Mikroprozessor gerne verarbeitet haben möchte. Und dann brauche ich natürlich auch Endstufen drin, um die Zündung ansteuern zu können. Ich brauche eine Ansteuerung für die Kraftstoffeinspritzventile. Und das sind eigentlich so die wesentlichen Komponenten, damit ich erstmal die Grundfunktion habe, Zündung und Einspritzung. Ja, also fällt mir jetzt schwer zu sagen, okay, wir vergleichen einfach wirklich mal die CPU. Aber ich sage das immer so, wenn wir so eine Full-Size-Elektronik haben, auch aus dem Automobilbereich, dann reden wir über eine Spezifikation, die beschreibt, was das macht, von mehreren tausend Seiten. Okay, das geht über 10.000 Seiten. So, und dann weiß mal die Komplexität, das, was da eigentlich drin steckt. Okay? Deswegen ist der Vergleich rein, okay, da ist der Mikroprozessor drin, okay, und das Ding hat so viel Arbeitsspeicher und hier so viel Arbeitsspeicher, das ist weniger aussagekräftig, okay? Weil hier so viel spezielle Funktionalität drin ist und das Gerät speziell für den Anwendungsfall entwickelt ist, sage ich immer, ist es aussagekräftiger, wenn man mal über die Anzahl der Seiten, die so eine Spezifikation aussagt, die genau beschreibt, was ist da drin, wie funktioniert das. Und das ist das, worüber wir reden. Wir reden nicht über 60 Seiten eines Word-Dokuments, sondern wir reden über 10.000 und mehr Seiten eines Word-Dokuments. Das ist die Funktionalität, die hier drin ist und die auch beschrieben ist. Im Unterschied zu dem Rechner, den wir zu Hause haben, gilt es halt darum, dass dieses Gerät von den Abmessungen untergebracht werden muss. Also wir können da nicht mit einem großen Koffer kommen, aber wir haben wirklich mal so angefangen, weil einfach alles größer war. Diese kleinen Bauformen heute, die realisieren wir, weil die Elektroniken immer kleiner geworden sind. Okay? Aber die Anforderung ist wirklich Größe, also Package, und dann auch das Ausgesetztsein der Umweltbedingungen.
Feuchtigkeit, Temperaturen, Regen, richtige Regengüsse und. Und das ist eigentlich so die Anforderung, einen Computer mechanisch kleiner zu gestalten, spezifisch für den Anwendungsfall zu entwickeln, also wegzulassen, was man an seinem Heimrechner hat, ne, was wir nicht brauchen, diese ganzen Schnittstellen und dann zielgerichtet für die Umweltanforderungen und Schwingungen und alles, was dazu kommt, die Nähe zum Verbrennungsmotor, wo es extrem warm wird und. Das ist eigentlich so das, was ein heutiges Motorsteuergerät auszeichnet und was eigentlich alles so da drin passiert. State of the Art heutzutage bei so einem Motorsteuergerät ist das Ride-by-Wire. Dann geht es halt weiter mit Zylinderabschaltung, die möglich ist, gerade um den Schadstoff und auch den Verbrauch zu minimieren, aber auch um die Temperaturentwicklung von so einem Motor innerhalb von einer Stadt zu reduzieren, was gerade bei Sportmotorrädern oder sehr sportlichen Naked Bikes nicht ganz ungeschickt ist, weil die werden halt doch schon relativ heiß in der Stadt an einem warmen Tag. Das heißt, da können wir über die Zylinderabschaltung dann was machen. Wir haben aber auch andere noch Assistenzsysteme könnten wir mit unserem Motorsteuergerät unterstützen. Das heißt, wenn man jetzt ein bisschen weiter blickt in Richtung Fahrassistenz im Motorrad, wir haben eine Momentenschnittstelle schon auf unserem Motorsteuergerät. Das heißt, damit können wir sowohl den Tempomat als auch ein Abstandstempomat könnten wir damit bedienen. Das heißt, wir sind im High-End-Bereich kommen wir über die Funktionen zu den Herstellern. Im Low-End-Bereich geht natürlich sehr viel dann über den Preis und integrierte Lösungen, dass es so einfach wie möglich ist. So, ich sag mal, die Grundfunktionen sind die Zündung und Einspritzung. Okay? So, dann kommt hinzu, dass wir heute an einem modernen Motorrad, mehrere Steuergeräte haben. Also wir haben nicht nur das Motorsteuergerät, sondern wir haben üblicherweise ein ABS-Steuergerät. Dann haben wir einen Cluster, also ein Kombi-Instrument, was eine gewisse Intelligenz hat, sodass wir heute auch so eine Vernetzung haben in einem Motorrad. Okay? Das heißt, auch hier wird das Motorsteuergerät, das ist jetzt nicht einfach nur isoliert und arbeitet für sich, sondern es interagiert dann auch. Zum einen liefert das, ich sag mal, Informationen für die Anzeige, für den Fahrer. Okay, die dann in dem Kombi-Instrument abgebildet werden. Zum anderen gibt es dann auch Anforderungen von einem ABS-Steuergerät, die dann an das Motorsteuergerät, wir nennen das heute, das ist eine Momentenschnittstelle. Okay, das heißt, das ABS erkennt zum Beispiel ein durchdrehendes Hinterrad und liefert dann einen Momentenbedarf an das Motorsteuergerät und das Motorsteuergerät reagiert dann darauf und stellt dann das gewünschte Drehmoment am Verbrennungsmotor ein. Okay, das ist so, was zusätzlich, außer dass jetzt Zündung und Einspritzung ablaufen, das ist das, was jetzt in Interaktion auf dem Motorrad mit anderen Steuergeräten passiert. Und das, was in den letzten Jahren zusätzlich hinzugekommen ist, das sind weitere Funktionen, die jetzt nicht nur Zündung und Einspritzung sind, sondern auch das, was für eine große Arbeit für uns war, ist, dass wir heute die Drosselklappe, habe ich hier mal eine kleine Drosselklappe dabei. Diese ist noch mechanisch betätigt. Ja, okay, das heißt, wir kennen alle, wo der Bowdenzug eingehängt ist und wir kennen das Laster, wenn der Bowdenzug reißt. Okay, und dann öffne ich die Drosselklappe. Und moderne Motorräder heute haben die Drosselklappe über einen Aktuator bewegt wird. Okay? So, und damit kann ich dann mit diesem modernen Motormanagement, diesen Aktuator, das nennt sich dann ein E-Gas-Stellgerät, was dann die Drosselklappe wäre, die kann ich dann auch hier drüber, es ist auch bekannt unter Ride-by-Wire. Das heißt, es wird nicht mehr über den Bowdenzug, sondern der Fahrer bedient einen Sensor und darüber wird der Fahrerwunsch eingestellt. Die Information kommt auch in dieses Motorsteuergerät und das Motorsteuergerät stellt dann die Drosselklappe elektromotorisch dahin, wie der Fahrerwunsch ist. So, und jetzt gibt es auch einen Zielkonflikt, zum Beispiel der Fahrer gibt Gas, das Hinterrad dreht durch, das ABS-Steuergerät sagt, okay, zu viel Drehmoment, ich brauche dieses Drehmoment, das heißt, das Motorsteuergerät ignoriert dann den Fahrerwunsch, der sagt, okay, ich will mehr haben, okay, und dann
dann hat halt die Sicherheit Vorrang und dann wird das Motordrehmoment entsprechend dem ABS-Steuergerät eingeregelt und nicht entsprechend des Fahrerwunsches. So, und dann gibt es auch Funktionen, wo der Fahrer jetzt die Möglichkeit, verschiedene Fahrmodis einzustellen. Das kennen wir alle. Sport, Regen, Komfort oder Rennstrecke, je nachdem, was eingestellt werden kann. Und darüber kann der Fahrer jetzt auch beeinflussen, wie viel Hoheit jetzt zum Beispiel ein ABS-Steuergerät hat. Ja, je nachdem von dem Motorradhersteller, wie das bedient wird, wenn man zum Beispiel sagt, okay, es gibt einen bestimmten Modi, wo ich den Eingriff des ABS-Steuergeräts einfach unterbinden will, der jetzt nicht für die Straße gedacht ist, sondern für die Rennstrecke, oder den ABS-Eingriff minimieren will, dann kann ich das über die Fahrmodis machen. Das Signal geht auch hier rein ins Motorsteuergerät und dann wägt das Motorsteuergerät unterschiedlich ab, so zu dem Fall, den ich vorher beschrieben habe, zu dem jetzt vorhandenen Fahrerwunsch und dem, was das ABS an Drehmomentenwunsch hat. Ja, das sind alles, das was heute so ein neues Motormanagement ausmacht, darüber hinaus zu dem, was wir früher einfach als Zündung und Einspritzung gekannt haben, um einen alten Vergaser zu ersetzen. Ja, früher haben wir schon gehabt Vergaser, die kamen dann schon teilweise mit einer elektronischen Zündung einher und das Motormanagement hat dann einfach nur den Vergaser ersetzt und die elektronische Zündung, alles integriert. Und das war dann der Anfang, die Basisfunktion, wie ich es gerade beschrieben habe. Und heute haben wir halt viel mehr Komplexität in diesem Steuergerät. Mehr ist nicht unbedingt besser. Okay? So, wenn wir über Pins reden, das sind dann diese Steckerpins. Das ist die Pin-Anzahl. Und das, was man so grob über den Daumen gepeilt sagen kann, so ganz korrekt ist es nicht, aber ich sage mal so, als Marschrichtung passt das schon, dass man sagt, okay, wenn ich mehr Pins habe, dann habe ich mehr Funktionalität. Oder ich habe ein Steuergerät, was zum Beispiel auch einfach mehr Zylinder bedienen kann, weil ich mehr Einspritzventile habe, weil ich vielleicht mehr Drosselklappenstutzen zu bedienen habe, etc. etc. Das heißt, es ist einfach ein komplexeres Steuergerät. Und das ist unser sogenanntes High-End-Steuergerät. Und hier haben wir 120 Steckerpins. Okay, und wenn ich das einfach mal vergleiche, und das ist die Funktionalität drin, die ich vorher beschrieben habe, Ride-by-Wire, 2 Injektoren pro Zylinder, ja, also wir gehen da ja wirklich auch ins Extrem. Ja, so nicht nur von der Interaktion mit anderen Fahrerassistenz- oder ABS-Systemen und, sondern auch das, was wir heute in den Verbrennungsmotor reinpacken, mit irgendwelchen Lifts von Ansauglängen und. Da sind ja alle Features drin und dafür brauche ich halt Steckereingänge. Weil sonst kann ich das schwierig über die Sensorik und über die Aktuatorik am Ende realisieren. Das heißt, Anzahl Steckerpins gibt da eine gewisse Marschrichtung für die Komplexität des Systems. Wenn ich das dann mit unserem System für einfache Einzylinder vergleiche, da sehen wir hier, da haben wir 18 Pins. Okay, obwohl das hier in dieser Box ist ein Motorsteuergerät für einen Einzylinder, für einen kompletten Einzylinder. Zündung, Einspritzung, so, aber auf keinen Fall so komplex wie das, was ich hiermit abbilden kann. Also ich kann jetzt nicht 2 Einspritzventile oder 2 Lambda-Sonden damit bedienen und. Aber das ist, ich sag mal, das ist für den asiatischen Markt. Und da ist das Zweirad halt, wir reden da, ich sag mal, hauptsächlich bis 150 Kubik, vielleicht 165 Kubik. Da ist das Motorrad oder der Roller, das ist noch, ich sag mal, für den Transport. Okay? Das ist jetzt kein Fun-Gerät, sondern da geht es darum, dass die Leute sich solch ein Fahrzeug leisten können müssen. Ne? So, und deswegen sage ich immer, hier ist kein Nice-to-have drin. Okay? Die Devise ist kein Nice-to-have. Die Devise hier, wo es wirklich um, ich sag mal, High-End-Motorräder geht, um diesen Aspekt für Rennen oder für das Spaß haben am Fahren, da geht es halt darum, so viel wie möglich reinzupacken. Okay, das ist einfach der Unterschied und den kann man dann immer relativ einfach und gut über die Anzahl der Steckerpins ablesen und sagen, okay, wie komplex ist denn das, was ich jetzt gerade vor mir sehe? Also die wichtigste Eingangsgröße ist eigentlich die vom Fahrer kommt, der Gasgriff. Dann natürlich als wichtige Eingangsgröße noch Motorparameter wie Drehzahl oder auch die Information, in welchem Gang befinde ich mich gerade. Und eine sehr wichtige Ausgangsgröße ist natürlich die
die Einspritzung. Also an meine Einspritzdüse sage ich, okay, wie viel Benzin soll gerade eingespritzt werden und die Drosselklappe, wie soll die gerade gestellt werden. Das sind so die wichtigsten Eingangs- und Ausgangsgrößen. Es gibt aber natürlich noch viel, viel mehr. Also ein modernes Motorsteuergerät, das dann auch in Bezug auf Euro 5 Schadstoffnormen erfüllen muss, hat auch Überwachungsfunktionen für, ich nenne es jetzt mal etwas motorfremdere Dinge, wie jetzt zum Beispiel den Katalysator. Das heißt, da werden die Temperaturen und die Sensoren von so einem Katalysator dann auch mit als Eingangsparameter für das Motorsteuergerät genutzt, beziehungsweise die werden vom Motorsteuergerät mit überwacht. Die Lambda-Sonde sitzt im Abgasstrom und regelt den Motor auf den optimalen Wirkungsgrad hin, sprich Lambda 1, wo die Abgaswerte gut sind und zudem eine extrem optimierte und leistungsorientierte Verbrennung stattfinden kann. Dies ist die Hauptfunktion einer Lambda-Sonde. Sie beeinflusst somit die Einspritzzeiten, die Einspritzdauer und auch die Zündung wird darüber geregelt. Wir nennen es, aber das englische Wort ist auch Mapping dazu, ja. Und ich sage mal, ganz am Anfang hatten wir dann so ein Kennfeld. Und das einfachste Kennfeld war dann quasi, dass man einen Drosselklappenöffnungswinkel hatte. Der ist dann Alpha. Und dann gibt es ein Alpha-N-Kennfeld. Und das ist dann über die Drehzahl nach dem Motto, wird abgelegt, der Drosselklappenwinkel, den ich reichen will, wie viel Einspritzmenge, Kraftstoffzubemessung, welcher Zündwinkel für diesen Punkt gerade ist. Und im Endeffekt fing das mal mit einer Kennlinie an, sage ich jetzt mal. Okay. Eine Kennlinie ist ziemlich statisch, das kennen wir noch aus den ersten Zündungen, elektronischen Zündungen, wo wir dann diese mechanischen Zündungen durch eine Kennlinie ersetzt haben. Okay, um einfach diese mechanischen diese Spiele aus der Mechanik rauszunehmen. Und dann mit einem Einspritzsystem kamen wir dann eigentlich wirklich in so ein Kennfeld, was dann eigentlich dann schon mehrdimensional ist. Okay? Und heute haben wir nicht nur ein Kennfeld abgelegt, Programmierung, sondern es gibt verschiedene Kennfelder. Das ist ja auch das, was ich vorher schon gesagt hatte, wenn wir diese ganzen Fahrmodi sehen, dann muss ja für jeden Fahrmodi ein anderes Mapping abgelegt sein. Okay? Weil ich bei dem gleichen Fahrerwunsch, ich sage mal, der Fahrer öffnet jetzt 30 Grad von vielleicht möglichen 90, wenn er nicht gerade einen Kurzzuggriff hat. Ja? So, und die 30 Grad resultieren dann in ein anderes Kennfeld in diesem Steuergerät, abhängig von dem Fahrmodi. Und das ist auch die Arbeit, die wir dann am Ende leisten müssen, oder auch der Hersteller, dass dies appliziert werden muss. Also im Endeffekt muss so ein Kennfeld mit Daten belegt werden. Das fängt in der Regel auf dem Motorprüfstand an, wobei wir relativ früh, und da sind wir vielleicht ein bisschen anders wie im Automobilbereich, auf das Fahrzeug gehen, entweder auf der Rolle oder auf der Straße, das Motorradfahren, und dann eben dieses Kennfeld herausfahren und auch festgelegt wird unter den gegebenen Gesetzesanforderungen. Okay? Das heißt, wenn ich in einem Land bin, wo ich noch Euro 3 oder Euro 4 habe, dann wird das Kennfeld am Ende anders aussehen, als wenn ich jetzt in Europa mit Euro 5 umgehen muss. Okay, das heißt, das alles fließt da ein und das ist dann die Arbeit, die in der Entwicklung, neben dieser Entwicklung von der Elektronik, muss ja irgendwann die Elektronik genommen werden. Die wird ja nicht nur mechanisch aufs Fahrzeug geschraubt, sondern das muss ja dann quasi auch, ich sag mal, passend zum Fahrzeug gemacht werden. Dafür findet dann diese Kennfeld, diese Applikation statt, also das Herausfahren dieser Kennfelder unter Abgasgesetzgebungsgründen. Und das ist dann im Endeffekt, was dann in diesem sogenannten Kennfeld oder Mapping liegt. Und wie gesagt, in so einem komplexen Motorsteuergerät, abhängig von Fahrmodis, sind das dann mehrere Kennfelder, um dann diesen ganzen Funktionalitäten gerecht zu werden. Der wichtigste Punkt ist natürlich der Pickup, sprich die Erkennung, wo der Motor gerade steht. Wir messen am Rotor selber, der ist direkt an der Kurbelwelle angeflanscht, messen wir jede Umdrehung, wo sich der Motor gerade, also die Kurbelwelle gerade befindet und können somit auf Zehntelgrad genau bestimmen, wie weit sind wir jetzt noch vom OT entfernt,
wann muss die Einspritzung erfolgen, wann muss die Zündung erfolgen. Dies ist eigentlich wirklich der wichtigste Sensor am Motorrad und eigentlich auch der einzige Sensor, der für die Verbrennung essentiell ist. Also wir reden über Millisekunden. Ja, also das ist ja, ich sag mal so, es passiert ja auch eine permanente Überwachung. Okay? Und nur durch die permanente Überwachung wird ja auch dann festgestellt, okay, ich habe jetzt ein durchdrehendes Hinterrad zum Beispiel. Ja? Oder was auch immer, oder die Wheelie-Kontrolle, die ich haben möchte. Okay? So, das heißt, das muss ich innerhalb von Millisekunden muss ich das erkennen, weil ich das überwache. Okay? Und dann muss ich auch innerhalb von Millisekunden reagieren. Und so ist es auch, wie der Fahrer das heute erfährt. Das sind ja nicht, wir reden ja nicht über Sekunden, sondern es muss ja sofort passieren, weil gerade wenn ich jetzt auch in einer Kurve bin und es ist feucht und ich verschätze mich jetzt als Fahrer, ich öffne den Hahn, das Hinterrad fängt an durchzudrehen, dann das in einer leichten Schräglage, da muss innerhalb von Millisekunden der Eingriff erfolgen, ansonsten ist es einfach nicht mehr hilfreich für den Fahrer, weil zu spät. Die Unterschiede in den Anforderungen sind größtenteils, dass es im Pkw-Bereich doch sehr stark auf den Verbrauch und den Schadstoff ankommt, auch bei den Herstellern. Natürlich haben wir im Motorradbereich auch die Regularien über Euro-5-Norm oder Ähnliches, aber hier spielt doch gerade im High-End-Bereich sehr viel Spaß, steht da im Vordergrund, oder da spielt die Musik am Gashahn. Das heißt, den Fahrer interessiert es häufig nicht so sehr, ob sein Motorrad jetzt einen halben Liter mehr oder weniger verbraucht auf 100 Kilometer. Aber eben das schöne Gefühl am Gas, das spielt eine deutlich größere Rolle, während der Fahrer im Pkw-Bereich eher so ein bisschen außen vor ist. Also jetzt nicht so sehr bei einem Standardauto Wert legt, dass das Auto gut am Gas hängt, sondern da kommt es halt darauf an, dass der Verbrauch auf 100 Kilometer sehr gering ist. Der Fahrer, sag ich mal, hat immer noch die Hoheit. Okay? Der erkennt, warum er jetzt Gas gibt. Der erkennt, warum er jetzt im ersten Gang Vollgas gibt. Das Motormanagement hat ja gewisse Sensoren gar nicht vorhanden, um zu der gleichen Einschätzung zu kommen wie der Fahrer. Okay? So, und das wäre dann wirklich eine Bevormundung, ohne zu wissen, was ist. Und das passiert jetzt etwas anders, indem man zusätzlich Fahrerassistenzsysteme an Bord bringt, wo man dann zum Beispiel Kameras hat, die nach vorne rausschauen halten, ne? Wenn ein Fahrzeug vor einem fährt und der Sicherheitsabstand zu klein wird, dass man dann sagt, okay, warum gibt er noch Gas? Okay? So, aber dann sind Informationen vorhanden und die Situation kann bewertet werden. Und das ist das, was einfach vermieden werden muss, dass man ohne das zu wissen den Fahrer bevormundet, weil das nimmt uns dann den Fahrspaß und das wollen wir alle nicht. Ja, in der Motorhall haben wir drüben verschiedene Exponate gesehen, wo diese Motorradsteuerungssysteme zum Einsatz kommen. Gern könnt ihr sich das mal in Natura anschauen, gern könnt ihr aber auch mitdiskutieren, wenn da Fragen noch offen geblieben sind. Unten drunter können wir die Diskussion ein bisschen weiterführen bei unserer Videoserie Motorradtechnik im Detail. Es war jetzt nur eine Folge. Wer mehr will, Videobeschreibung ist unten. Da eröffnet sich ein ganzes Universum an Motorradtechnik, nicht nur hier in der Motorhall, sondern auch bei uns auf 1000 Best TV. Genießt den Content, den wir für euch gemacht haben. Danke jedenfalls für eure Wertschätzung. Tschüss und Baba.